Hallo meine Lieben, heute gehen wir mal wieder in die Richtung Papier basteln und da hatte ich mir ein Stempeltool gekauft. Es war quasi eine Alternative, weil eigentlich wollte ich was anderes, das ist aber irgendwie einfach nicht verfügbar. Seit einem Jahr versuche ich da das in die Finger zu bekommen, aber irgendwie nicht möglich und deshalb habe ich mir eine Alternative angeschaut und die gucken wir uns heute auch zusammen an. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich hatte euch bis jetzt ja immer, um solche Karten zu machen mit Elementen, die sich wiederholen, hatte ich euch das hier mit dieser Folie, die ich ausgeschnitten habe, die ganz einfach so konzipiert ist, dass ich die Karte immer wieder drehe und so der Stempel dann im Kreis wandert. Könnt ihr ganz einfach mit dem Plotter ausschneiden. Das ist das, was ich euch bis jetzt gezeigt habe, um eben solche Karten zu machen. Und jetzt habe ich noch was Neues gefunden. Respektive so neu ist es auch nicht, aber für mich neu. Weil eben, wie gesagt, ich hatte extrem lange auf ein ganz bestimmtes von Altenew gewartet, aber gab es nicht. Von dem her habe ich mich dann für dieses hier entschieden. Und hier könnt ihr eben auch wunderbar eure Karten im Kreis bestempeln und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich weiß, dass gerade eins rauskam von We Are Makers, aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten, bis das kommt. Von dem her zeige ich euch heute einfach mal das. Und ja, da habt ihr auch eine Anleitung dazu. Wir machen das jetzt einfach mal ohne Anleitung, sondern ich zeige euch einfach, wie ich das so gerne nutze. Ihr habt hier auf dem Brett drauf Zahlen, das heißt, das A habt ihr Magnete, das Ganze ist magnetisch. Dann habt ihr Zahlen für eine 10×10 Karte, 12,5×12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5 und 30 cm. Also ihr könnt eine Karte bis zu 30 cm im Kreis stempeln. Plus dann habt ihr jeweils auch noch die Kurve angezeigt, damit ihr da zum Beispiel auch Sprüche, man kann ja Stempel teilweise auch so ein bisschen verbiegen, kann man wunderbar im Kreis auch Sprüche biegeln. Das Ganze hat hier vorne zwei Noppen, unten nicht, aber unten ist auch, also es sind beides Federungen. Das heißt, wenn ihr das einfach mal drauflegt, dann ist noch nicht gestempelt und das ist super, da kann man das einfach mal drauflegen. Beim Moment hat das Spiel, aber wenn ich das runterdrücke, hat es eigentlich praktisch kein Spiel mehr. Das heißt, es geht hier wirklich schön, also ich kann da auch nachstempeln, was super ist. Genau, und dann habt ihr hier eben auch die Angaben drauf, das ist wie euer Acrylblock quasi, dass ihr da dann seht, wenn ihr in einem bestimmten Bereich drinne bleibt. Na, hier schwarz haben wir 15, 30, 45, 60 und 90 Grad, wo ihr dann immer rotieren könnt und dann steht auch, wie oft das ist. Also bei 90 Grad kann ich viermal, gucken, ob ihr das seht. Moment, hier, nehmen wir ein Blatt. Ich hoffe, das funktioniert. Grenzwertig, ne? Bei 90 Grad könnt ihr 4-mal drehen, 60 Grad könnt ihr 6-mal drehen, 45 8-mal, 30 12-mal und 15 sind es 24. Das heißt, wenn ich etwas 24 Mal stempeln möchte, dann müsste ich hier innerhalb von diesen beiden 15 Grad, also in diesem Keil hier drinne bleiben. Wenn ich 30 Grad 12-mal stempeln, müsste ich hier drinne bleiben und so weiter und so fort. Ich dachte, als erstes nehmen wir hier, man bekommt ja, wenn man bei Kreativdepot bestellt, immer so oder oft so kleine Stempelchen. Und ich dachte, die eignen sich super, um einen Kranz zu bilden. Und jetzt, bevor ich starte, starte ich das immer, das Rad auf die 0. Dann könnt ihr das wegnehmen und das haftet wirklich super stark. Von dem her hält es dann auch. Und jetzt habe ich hier eine 12,5er Karte, das heißt 12,5 cm mal 12,5 cm.
Die lege ich hier in diesen oder Winkel rein und dann kann ich das einfach drauf fallen lassen und kann nochmal kontrollieren, ob das hier passt. Ja, würde sagen, das passt doch. Jetzt bin ich auf der 0 zurück. Und jetzt nehme ich mein erstes Element und lege das mal so hin. Ich stelle das jeweils auf die gerade Seite, weil da haben wir am wenigsten Platz. Und lege das hier einfach mal so mittig hin. Dann gehe ich hier runter. Und ich sehe jetzt, dass ich innerhalb von diesem 60 Grad Winkel bin. Wenn man das umdreht, hier liegt es an der schwarzen Linie, hier an der schwarzen Linie. Und diese schwarze Linie sind 60 Grad, das heißt, ich kann 6 Umdrehungen machen damit. Jetzt gebe ich das wieder zurück auf die 0. Und dann müssen wir das Ganze natürlich laden. Wenn der Abdruck nicht gut wird, könnt ihr immer noch nachstempeln, weil das hält hier oben wirklich gut fest. Hier oben, ich stülpe das jeweils so drauf, lasse das runterfallen, weil eben jetzt stempelt es noch nicht, weil es hat ja eine Federung drin. Dann kann ich das ganz einfach runterdrücken, kurz Stempelfarbe ein bisschen einziehen lassen, kommt wieder hoch, dann kann ich mir das angucken und jetzt sehe ich, weil ich habe den Stempel bis jetzt noch nie verwendet, deshalb ist auch der Abdruck nicht wirklich gut beim ersten Mal. Das heißt, wir stempeln hier ganz einfach nochmal nach. Oben einfädeln, runter und nochmal nachstempeln. So, jetzt sieht das Ganze noch besser aus. Jetzt haben wir gesagt, 60 Grad in 6 Umdrehungen. Ich habe hier, jetzt bin ich bei der 0 und hier sehe ich, ist die 60. Das heißt, ich kann 1, 2, 3, 4 Mal drehen, bis ich bei der 60 bin. Das heißt, ich drehe jetzt immer 4 Mal. I was lost without any direction. Had a line so many times. Und nochmal 1, 2, 3, 4. Ihr könnt auch immer auf dem Rad kontrollieren, seid ihr noch bei diesen 60%. So, jetzt habe ich das mal im Kreis gestempelt und ich habe das Gefühl, ich möchte das jetzt quasi noch überlappend mit einer anderen Farbe und deshalb bin ich jetzt einfach 2 Mal weiter. Aber damit ich im gleichen Rhythmus bleibe, mache ich jetzt auch immer 4 Mal. Also ich drehe das immer 4 Mal, da bin ich im gleichen Rhythmus drinne, aber eben versetzt zum originalen Stempel. Dann gehen wir hier mit einer dezenten Farbe rein. Was nehmen wir? Savage Patina finde ich eigentlich eine coole Farbe. Und dann stemple ich das auch genau gleich wie vorhin. Und wenn ihr damit durch seid, könnt ihr da natürlich immer noch so ein bisschen Sprenkler auch drauf geben. So, Bille. Und natürlich können wir das auch als ganz normales Stempeltool verwenden. Das heißt, ich nehme die hier raus. Jetzt habe ich hier wunderbar meinen Kranz. Kann das hier mit Magneten festmachen. Und dann nehmen wir den Spruch vom Kreativdepot, der da heißt Designline Best Friends Forever. Mal gucken, was mir da... Ich glaube, dieses Freunde finde ich super.
Und so habt ihr mit einem kleinen Stempel eine wunderschöne Kranzkarte gemacht. Das war so, wie ihr die, ja, das ist so die simpelste Anwendung quasi. Und denen es noch nicht aufgefallen ist, ich habe aufgerüstet. Ich habe jetzt tatsächlich alle Farbe und habe so dermaßen Spaß daran. Und ich habe die hier so in solche Boxen abgefüllt von Tim Holtz. So kann ich die wunderbar aufbewahren. Und ein kleiner Tipp hier, ich habe einfach jeweils, ich weiß, 1,1 bis 1,15 ist alles in der ersten Box drin. Und so finde ich die wunderbar, weil ich die Boxen selber halt mit einer Ziffer beschriftet habe. Aber darum ging es nicht, sondern es geht um dieses Stempeltool, von dem her nächste Möglichkeit. Dann nehme ich jetzt so eine ganz kleine Karte. Gucke hier wieder, dass ich auf 0 bin. Das ist jetzt eine 10×10 Karte. Hier so kleine Bienen. Auch ein Stempelset, das ich seit Ewigkeiten habe. Von dem her weiß ich auch nicht mehr, woher ich es habe. Jetzt gehe ich hier auch wieder. Ich glaube, ich wechsle hier kurz noch, weil ich finde es nicht schön, wenn von der Biene der Kopf abgeschnitten ist. Von dem her habe ich jetzt hier eine 12,5er Karte zurechtgeschnitten. Also 12,5 cm. So, jetzt stempeln wir das nochmal. Und wie immer, wenn ich euch nichts sage, woher ich die Stempel habe, dann weiß ich schlicht und ergreifend nicht mehr. Weil ich habe echt super viele Stempel noch von da, wo ich angefangen habe. Und die bewahre ich alle in so einer Hülle auf. Ich habe die alle zurechtgeschnitten und nie aufgeschrieben, von wem die waren. Von dem her kann ich es euch echt nicht sagen. Aber es ist eigentlich alles so kleine Stempel, die eignen sich wirklich super, um solche Kreise zu machen. I have tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes. Und jetzt nehme ich die schon runter, weil für den Rest, ich will hier so ein bisschen Hintergrund mit Gelb stempeln, aber dafür nehme ich kurz meinen Acrylblock. Man könnte es auch so machen, aber für Hintergründe finde ich es fast ein bisschen einfacher mit dem Acrylblock. It's just the way I am, that's why you have to know. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Something's broken and I'm Dann nehme ich auch hier wieder meinen Mini-Stempel, weil den nutze ich echt super oft, einfach um da noch so ein bisschen Spiel reinzubringen. So. Das war es schon an Verzierung und für den Spruch selber mache ich das jetzt ein bisschen anders. Da schneide ich jetzt einen Kreis aus und bringe den so mittig drauf. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann mache ich das jeweils einfach zweimal. Das heißt, in 2 unterschiedlichen Farben. Dann kann ich gucken, wie das wirkt. Weil bei dem, das wäre jetzt ein bisschen farblos. Ich finde
das eigentlich cooler. Das heißt, das werde ich hier noch drauf bringen. Und ich mache das einfach jeweils so, dass ich so Reste von den Klebepunkten auch verwende. Das sind gerade so für große Elemente, ist das eigentlich super praktisch. So habt ihr eine auch runde Karte mit dem Unterschied einfach, dass ich hier was draufgeklebt habe. Dasselbe könnt ihr natürlich auch machen, dass ihr da dann was rausstanzt und dahinter quasi, also das dann höher setzt und da, wo der Kreis ausgeschnitten ist, da etwas auf die Karte stempelt. Geht natürlich auch. So, dann wollte ich hier noch eine große ausprobieren. Ich hoffe echt, dass ihr den ganzen Lärm im Hintergrund nicht hört, weil bei uns beim Geschäft wird umgebaut unten dran. Ne? Und das ist super, super mühsam. Ihr hättet mich sehen sollen, wie ich mein Intro aufgenommen habe. Das war ein Satz, dann wieder stoppen und warten, bis fertig gebohrt wurde. Echt nicht schön. So. Das heißt, ich bin hier auf 0. Und was machen wir da? Ich würde sagen, wir machen solche großen Blüten. Starten wir mal mit der, die offen ist. Da hätte ich die gerne. Und ich sehe jetzt, dass ich die 30 überlappe und ich will auch noch andere Blumen dann reinpassen. Von dem her gehe ich auf die 60. Und 60 sind 6 Umdrehungen, die insgesamt möglich sind. Das ist jetzt doof. Ich bin jetzt hier auf der 45 und nicht auf der 0. Bravo. Jetzt muss ich kurz ein bisschen rechnen. 60 werden 1, 2, 3, 4 Umdrehungen. Jetzt bin ich auf der 45. 1, 2, 3, 4. Also einfach um 1 versetzt. Kriege ich hin. 1, 2, 3, 4. Das war schon mal der erste. Und bevor ich jetzt mit den weiteren Blumen weitermache, will ich hier einen Spruch drauf haben. Und zwar Love and Hugs. Kurz gucken, dass ich in dem Bereich hier lande. So. Und jetzt, also ich sehe, das und ist schön auf der 30. Und jetzt kann ich das Ganze biegen. Also klebt noch nicht fest am Block und ich biege das jetzt einfach in Richtung, wo der Bogen entlang geht. Ja, dann ist das hier, der Text schön gebogen. Und da stempel ich jetzt auch 6 Mal. Ich musste hier tatsächlich nochmal anfangen. Weil ich mich verzählt habe. Ich habe jetzt die Blumen bei 60 und der Spruch ist bei 45. Und kleiner Tipp beim Nachstempeln, ich drücke das hier vorne runter, dann sitzt es fest und erst dann drücke ich. Und dann weiß ich, wenn ich nachstempeln muss, dass es wieder super drauf passt. So, jetzt gefällt es mir besser. Jetzt passt das auch wieder. Jetzt könnte man noch Love and Hugs, könnten wir noch From All of Us. Wunderbar gepasst. Jetzt
Jetzt habe ich hier unten relativ viel Text. Um das ein bisschen aufzubrechen, könnten wir hier noch ein Herz drauf machen. Oder ich nehme hier einfach kurz meine Lieblingspunkte. Ihr seht, so könnt ihr eigentlich auch eine Gleichmäßigkeit erreichen, selbst mit solchen Handstempeln. Ich drehe das einfach so, dass das quasi quer von mir liegt und dann kann ich da immer drehen und mit der Hand immer an dieselbe Stelle gehen, dann geht das auch. So, jetzt was machen wir? Ich würde sagen, jetzt machen wir mit Schmetterlingen weiter. Gehe hier wieder auf 0 und mache den Schmetterling hier einfach zwischen die beiden Blumen. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy. But I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want me? Jetzt könntet ihr weitermachen und weitermachen und weitermachen, aber ich mache da jetzt oben einfach noch so Punkte, um das Ganze auch wieder so ein bisschen abzuschließen. Ich stoppe hier mal, weil da könntet ihr echt weitermachen und weitermachen und weitermachen. Es ist mehr die Gefahr, dass man irgendwann dann zu viel drauf hat und es dann nicht mehr passt. Aber das ist echt eine Spielwiese hier. Und jetzt können wir das als ganzes Design verwenden oder wir könnten auch ganz einfach 4 Karten draus machen. Was wäre das? Hälfte wäre hier ungefähr und die andere Hälfte hier. Dann hättet ihr quasi wie 4 Karten, wo ihr dann hier noch was stempeln könntet. Ne? Das geht auch, dann hättet ihr 4 Karten auf einmal gemacht, weil die würden dann natürlich auch überall genau gleich aussehen. Oder wenn ihr zum Beispiel Scrapbooking mit diesen großen Seiten macht, dann könnt ihr euch so quasi eure Designs gestalten. Das, um mal zu zeigen, wie es aussieht, wenn man das in groß macht. Als nächstes nehmen wir nur Wörter, um den Kreis zu machen. Und zwar will ich in der Mitte dann, das Birthday kommt mit einem Streifen Vellum über die Karte drüber. Kurz gucken, ob ich hier die richtige Größe habe. Wunderbar. Kann ich hier kurz gucken. Wie machen wir das? Happy von der Mitte aus wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Das heißt, ich lege das mal ungefähr hin, damit ich weiß, wo das in etwa landen wird. Nehme das auf und ich habe es tatsächlich fast geschafft, das mittig hinzumachen. So, ich habe es jetzt so platziert, dass ich die 60er nehme, das heißt, die endet hier. Und damit das schön verteilt ist, einigermaßen, habe ich das eine in diesen Kanal zwischen 15 und 45 hingelegt und das andere in den Kanal zwischen auch 15 und 45 auf der Seite. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Und dann kann ich gleich beide miteinander stempeln. Das heißt, ich gehe hier auf die 0 und beim 60er wissen wir, das sind 4 Mal am Rad drehen. Klingt auch super, ne? 4 Mal am Rad drehen.
survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Dann stemple ich hier oben auch gleich noch das Vellum. Say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. Dann kann man das hier runternehmen. Und dann gucke ich mal, wo ich eine Stelle habe, wo ich nicht so zufrieden bin. Ich würde sagen hier. Dann kann ich dieses Birthday ganz einfach mittig drüber legen. Und das hinten quasi so wie ein Bellyband festmachen. So I said, hey, don't you? Und dann könnt ihr das noch auf eine Karte drauf. Hier würde ich jetzt eher eine farbige Karte nehmen. Dann also einen halben Zentimeter größer quasi. Und dann habt ihr hier wunderbar ein Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ne? Das ist ganz schlimm mit mir, aber mir fehlt hier was. Wieder mal. Dann haben wir auch diese Karte fertig. Das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist, dass hier auch so mit Stempeln, die übereinander gelegt werden, könnt ihr hier natürlich aufarbeiten. Hier habe ich eine Karte, die ist 20 x 20. Das heißt, ich gebe die hier respektive kurz gucken, dass ich auf der 0 stehe. Wunderbar. Dann 20. So. Und dann starten wir immer zuerst mit dem, was komplett ausgefüllt ist. Ich lege das hier einfach so. Moment kurz. Was kann sein, die Höhe? Dann hole ich das kurz mit dem Tool hoch und dann kann ich das immer noch schön ausmitten. Das ist jetzt bei mir auf der 45 Grad Achse. Da gehe ich mit den 3 Farben Tattooed Rose, Saltwater Taffy und One Lipstick. Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man who fully understands, who fully understands. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man who fully Ich musste jetzt ziemlich oft nachstempeln. Das war jetzt qualitativ nicht der beste Stempel, muss ich zugeben. Aber das Schöne an dieser Geschichte ist, dass ich jetzt den nächsten Stempel quasi nur einmal einpassen muss. Und dann stimmt der für alle 7 weiteren Blüten. Jetzt ein bisschen reinigen. So. Das heißt, das war jetzt der erste. Dann nehmen wir den mit ein bisschen mehr Details. Ich habe das Gefühl, das muss so sein. Gucken wir mal.
Wenn nicht, dann ist es zumindest 8-mal gleich falsch, ne? Das heißt, die nächst dunklere Farbe ist bei mir eben Saltwater Taffy. Und der dritte wird noch One Lipstick sein. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when you're lying in my arms. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. Jetzt können wir das hier runternehmen. Wie schön ist das, bitteschön. Und jetzt können wir natürlich noch einen Spruch drauf stempeln. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest. Und so haben wir eine richtig schöne große Karte. Die finde ich wirklich Hammer. Jetzt könnt ihr natürlich nicht nur in der Mitte von der Karte etwas stempeln, sondern ihr könnt ja auch zum Beispiel nur um eine Ecke herum. Dazu muss aber das Blatt zumindest hier diesen Kreis schon, also die Magnete abdecken. Das Blatt ist 15 groß. Und ich lege das hier bei der 25 an. Dann kommt das Magnet drauf. Und jetzt habe ich hier so kleine Häuschen, die ich ganz lustig finde. Und da möchte ich so ein paar so ein bisschen ringsherum quasi machen. Ich finde das hier eigentlich lustig. Das war das hier. Und geht ziemlich nahe an den Kreis heran. Machen wir die Plattform. Dann nehme ich den mal auf. Und der ist bei 15. Wobei geht drüber hinaus. Also ich habe ihn ziemlich schön mittig angelegt, würde ich behaupten. 15 ist zu eng, also gehe ich auf die 30. You are the way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside, but you make it alright. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. Und jetzt können wir eben den zweiten quasi dazwischen passen. When you make that smile.
Was es aber gibt, sind hier noch so kleine Bäumchen. Finde ich eigentlich auch cool. Und jetzt könnte man natürlich hier unten was stempeln. Das will ich aber gar nicht, sondern ich habe hier... Ich habe das Gefühl, das war von der Messe. Und das möchte ich, glaube ich, hier oben in die Ecke haben. Open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. Und da das hier unten noch so ein bisschen leer ist, können wir einerseits mit dem Archival Stift was machen. Dann nehme ich jetzt einfach kurz eine Stanze zur Hilfe. Ja, die perfekte Größe. Ich habe gerade gemerkt, dass die Kamera sich ausgeschaltet hat, sorry. Kann passieren. Hier einfach, was ich noch gemacht habe, ist das hier ausgestanzt und dann habe ich das hier mit so Dimensionals angeklebt, damit das so ein bisschen eine Dimension hat. Und so finde ich das eigentlich eine extrem coole Karte, die man dann noch auf eine Basiskarte machen kann. Da hat man einen kleinen Farbkleckser und der Rest schwarz-weiß. Finde ich extrem cool. Und das nächste, was ich auch schon angefangen hatte, diesmal hat es richtig lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Kamera nicht läuft. Ich habe hier einfach mal das Ganze auf den Nullpunkt in die Mitte gedreht und habe das hier gestempelt. Ich habe es zerschnitten, weil in der Regel brauche ich das. Also es war ein billiges Set, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich brauchte das jetzt, dass ich wirklich nur diesen oberen Teil habe. Und dann habe ich übrigens noch zu sagen, ich habe bei der Karte ganz einfach abgemessen. Ich habe 2 Stempel, die ich dann im unteren Bereich machen will. Und das habe ich abgemessen, wie viel Platz ich da brauche. Und habe dann von oben runter mir markiert mit dem Geodreieck, wo ich da zu landen komme, damit es schön gerade ist. Und habe das dann so mit einem Kopierpapier einfach abgeklebt und mit Washi-Tape festgemacht, dass das drunter quasi, also dass es hier wirklich schön abgedeckt ist. Dann eben zuerst mal die Blume gestempelt und jetzt habe ich so ein bisschen geguckt, wo ich, also das war so, und jetzt habe ich einfach ein zweites Element in die Mitte, weil das bleibt einmal, das werde ich nicht mehrmals stempeln. Und dann habe ich ein zweites Element. Ich habe es einfach mal mittig hingelegt und dann geguckt, 1, 2. Dann wäre das auf der Seite und auf der anderen Seite 1, 2. Das heißt, das werde ich so stempeln. Ich versuche hier oben einfach so ein kleines Blumenbouquet hinzubekommen. Und unten abgeklebt habe ich es einfach, damit da unten nicht gestempelt wird. Dann gucken wir mal, was man sonst aus diesem Stempelset, was von Action ist, würde ich behaupten. Jetzt habe ich hier noch so was Längliches. Das
könnte auch super noch als Füller quasi reinpassen. I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my best. So, dann höre ich hier oben auch schon auf. Dann können wir hier dieses Papier unten wegziehen. Dann habe ich hier so ganz dünnes Klebeband. Ich muss das kurz umdrehen, damit ich das von der anderen Seite drauf machen kann. Das mache ich jetzt hier schön entlang von diesem gestempelten Motiv. Dann nehme ich hier so, ich habe immer so kleine Resten von Folie, die ich für was anderes verwendet habe. Mal gucken, ob ich da noch einen Streifen habe. Hier, genau. Das heißt, ich gebe das hier einfach drauf. Das ist Folie, die ihr sonst eigentlich zur Hitzeübertragung verwendet. Also mit Druck, sorry, nicht Hitzeübertragung, sondern mit Druck. So. Aber wenn ihr das so macht, mit einem Doppelklebestreifen, habt ihr hier wunderbar so eine schöne dann Untertrennung. Einfach schnell gemacht. Und dann wollten wir hier unten eben noch was stempeln. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you? Bin ich mal wieder so weit, dass ich sage, die braucht eigentlich noch irgendetwas, weil sie so ein bisschen leer wirkt. Oder was würdet ihr sagen? So lassen? Ich weiß noch nicht genau, was ich damit anstelle. Irgendetwas fehlt mir, aber ich kann es nicht sagen. Aber das war schon mal dieses Beispiel. Das heißt, ihr müsst nicht zwingend einen ganzen Kreis machen, sondern ihr könnt eigentlich auch quasi wie oben ein kleines Bouquet machen. Schauen wir uns noch das letzte Beispiel an. Da geht es darum, dass ich eine Karte machen will, wo ich das Gestempelte drauf lege und da aber auch einen perfekten Kreis bilden will. Und ja, deshalb habe ich hier, die meisten machen es so, dass sie etwas stempeln und dann versuchen, irgendwie die Stanzform passend drauf zu bringen. Ich mache das jeweils anders. Ich schneide das zuerst mal aus. Dann nehme ich mein Stempeltool und mache das Element hier in der Ecke fest. Dann hilft es, wenn ihr so ein Pick-Me-Up-Tool habt. Und dann brauchen wir natürlich den Stempel selber. Eine kleine Giraffe, die ich super süß finde. Und was ich jetzt mache, ich platziere das schön mittig hier in dieser ausgestanzten Form. Ich würde sagen, das passt. Dann kann ich den Stempel aufnehmen. Und jetzt kann ich nämlich jede einzelne meiner kleinen Formen hier einfach nur reinmachen. Dann Stempel laden natürlich. Und dann das Ganze stempeln. Dann ist es wunderbar mittig. Ich kann das rausnehmen. Nächste rein. Und so kann ich jedes einzelne durchstempeln, ohne dass ich jedes Mal wieder ausprobieren muss, wo jetzt genau das Ganze mittig liegen würde.
So, und so schnell haben wir das Ganze auch schon abgestempelt. Geht mit diesem Verfahren, finde ich, wirklich super. Also, dass man wirklich jedes Mal versuchen muss, jedes Motiv einzeln zu platzieren. Das heißt, wir haben hier unsere kleinen, dann habe ich die Karte und kann ich kurz so gucken, ungefähr. Das heißt, es wird in etwa so sein. Our hands touch once or twice. We should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know this could be. Da hier, ich habe ja geguckt, wie viele Platz haben, das waren 8. Und wenn ich sehe 8 times, dann ist es 45 Grad Winkel. Das heißt, kurz gucken, 45 sind immer 3. Na, hier haben wir 0, das sind 30, sind 2, 45 sind 3, 60 sind 4, also 45 sind 3. Das heißt, ich kann das jetzt stempeln und zwar in einer schönen grünen Farbe. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. So, dann könnte man die natürlich alle noch kolorieren, aber aufgrund der Zeit, wo das Video jetzt schon dauert, oder für mich zumindest zum Aufnehmen, lasse ich das jetzt mal sein, weil ich wollte euch eigentlich nur das Prinzip mal zeigen, weil wie schaffe ich es jetzt, dass das hier immer schön mittig hier liegt. Und da habe ich ganz einfach einen Streifen genommen, der muss jetzt gar nicht so lange sein. Ist ein bisschen doof, dass der genau hier unten schon am Rädchen liegt. Und deshalb schneide ich das jetzt unten einfach weg. Also normalerweise würdet ihr die ganze Form so behalten. Aber ich renne jetzt hier schon ein Problem rein mit dem Rad hier unten. Von dem her geht auch so. Es geht einfach darum, dass ihr eine Platzierungshilfe habt. Und zwar lege ich den mal so hin, wo ich denke, da ist er richtig. Halte den fest und dann lege ich quasi meine Schablone drüber. Und die Schablone hier, die mache ich mit, was auch immer, ein Washi-Tape oder sowas, oben fest, damit ich die immer wieder hochklappen kann. Hier, ne? Kurz gucken, doch, das sollte passen. Jetzt kann ich den hier wieder wegnehmen. Und jetzt will ich den oder die mit Klebepunkten festmachen, damit ich die so ein bisschen erhöhen kann. Das heißt, hinten dran kommt ein Klebepunkt. Dann nehme ich die Abdeckung von dem Klebepunkt weg. Genau, da soll es nicht hin. Und dann kann ich das quasi in meine Schablone reinpassen, festdrücken, dann kann ich die Schablone wieder hochheben. Jetzt kann ich, wir hatten gesagt, 45 Grad waren 1, 2, 3, runterfahren lassen und dann weiß ich, das zweite muss hier hin. Und so könnt ihr die quasi jetzt einfach im Kreis genauso anordnen und mit der Hilfe dieser Schablone sind die dann halt einfach perfekt platziert. Give me your attention. Give me your attention. So, und wenn wir damit durch sind, sind die alle
perfekt in einem Kreis platziert. Hier habe ich eben, wie gesagt, das unten abgeschnitten, weil es einfach keinen Platz hatte. Aber wenn ihr eine größere Karte habt, wo ihr das so ein bisschen weiter oben platzieren könnt, dann könnt ihr natürlich das Motiv hier ganz lassen, wenn es hier Platz hat. Ne? Gut, jetzt machen wir hier was Simples. Einfach aufgrund der Zeit und stempeln da einfach noch was in die Mitte rein. Ihr würdet das natürlich noch kolorieren, aber ich finde das schon auch so eine witzige Karte. Und es ging mir eigentlich darum, einfach euch zu zeigen, dass ihr anhand von solchen Schablonen dann ganz einfach das auch im Kreis anordnen könnt. Und zwar eigentlich praktisch jedes ausgestanzte Element. Müsst ihr einfach von der Größe gucken und dann gucken, na, wie viel Platz braucht ihr, und dann könnt ihr den Abstand auch angucken. Ja, das die letzte Möglichkeit, die ich euch zeigen wollte. So, und das waren auch schon die Beispiele, die ich euch heute mit diesem Tool zeigen wollte, eben wie ihr solche einzelnen Elemente nehmen könnt und da wunderbar einen Kranz daraus bilden könnt. Oder eben, dass ihr solche kleinen, zum Beispiel Elemente wie Bienchen, so anordnet und dann einfach einen Kreis quasi drüber klebt. Funktioniert auch super. Dann eben, dass es nicht nur für die kleinen Karten geht, sondern hier sogar mit einem 30×30 Blatt, wo ihr auch super schöne, große Karten hinbekommen würdet, oder eben, wie gesagt, ihr könnt es ja auch vierteln und dann 4 Karten draus machen, wo es dann einfach immer jeweils aus einer Ecke raus, wo ihr oben dann noch einen Spruch machen könnt. Das könnte man hiermit auch machen. Dann, das ist mein heutiger Favorit, muss ich ehrlich sagen. Die finde ich extrem cool, eben, dass ihr auch mit den gelayerten Stempeln das Tool wunderbar verwenden könnt und dann eben nicht jedes Mal einpassen müsst, sondern ihr passt einmal ein und dann könnt ihr ganz einfach im Kreis herumgehen und so mehrere Elemente nacheinander stempeln. Und die finde ich wirklich Hammer. Genau das. Dann eben auch, dass ihr das nicht nur mit Elementen machen könnt oder Motiven machen könnt, sondern wunderbar auch mit Sprüchen, Wörtern, ne? Geht auch wunderbar. Dann eben, dass ihr es nicht nur aus der Mitte raus machen könnt, sondern dass ihr wunderbar auch im unteren Teil, also ich könnte es hier, wo auch immer, es muss auch keine quadratische Karte sein, ich könnte auch so eine Karte das damit machen, ne? Das spielt keine Rolle. Genau, dass man da so wunderbar auch ganz coole Elemente mit einzelnen Stempeln dann gestalten kann. Dann, wenn ich sagte, aber das ist mein Favorit, die ist die mir am wenigsten gefällt heute. Es ging mir einfach darum, euch zu zeigen, dass ihr wie im oberen Bereich, wenn ihr das untere abdeckt, so ein Bouquet damit mit so ein bisschen kreisförmig angeordnet machen könnt und dann den unteren Bereich noch habt. Könnte man auch machen, dass man oben einen Block, unten einen Block, wenn man eine längliche Karte hat, mit kleinen Elementen und dann in der Mitte einfach einen Spruch macht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja, dann das letzte noch, dass ihr eben die quasi ausgestanzten hier Schablonen verwenden könnt, um dann eure ausgestanzten Elemente auch im Kreis oder im perfekten Kreis anzuordnen. Also ihr seht, hier habt ihr durchaus einiges an Möglichkeiten, wie ihr eben Stempel, die ihr schon habt, quasi neu aufleben lassen könnt und komplett neue Designs damit auch gestalten könnt. Also auf sowas wäre jetzt mit dem Stempelset gar nicht erst gekommen, aber so finde ich das extrem cool.
Ja, jetzt habe ich aber auch gesagt, ne, dass We Are Memory Keepers oder We Are Makers mit einem Stempeltool, Rotary Stempeltool auf den Markt kommen. Und warum mich das interessiert, hat zwei Gründe. Das eine ist, ihr habt gesehen, ich habe immer das hochgehoben, nebendran hingelegt, dann wieder Stempel geladen, dann wieder nehmen, wieder hochheben, wieder hinlegen. Und was ich gerne am Stempeln habe, ist wie hier das Stempeltool, dass ich halt etwas aufklappen kann. Ne? Dieser Klappmechanismus. Und genau das hat das Tool von We Are Makers. Da hat es oben quasi, also ihr könnt es auch rausnehmen, ähnlich wie das hier, das könnt ihr ja auch rausnehmen. Aber ihr könnt es halt einfach auch drin lassen und dann so den Stempel immer wieder laden. Das mag ich persönlich am liebsten. Von dem her, ja, das ist einer der Gründe, warum ich mich auf dieses Stempeltool freue. Und das andere ist, dass ihr habt jetzt gesehen, ich habe immer im Kreis drinne irgendetwas anderes gestempelt, weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, also hier an diesem Teil kann ich nicht stempeln. Also diese Fläche, wenn wir uns das angucken hier, ich kann nicht näher reingehen, das war das Maximum an Fläche, die ich abdecken kann. Hier innen drin habe ich nicht die Möglichkeit zu stempeln. Und genau das kann das Tool von We Are Makers, weil es hier kein Rad hat zum Drehen, sondern es ist eine andere Vorrichtung. Und so kann ich wunderbar in der Mitte einen Stempel anbringen und damit kann ich dann eben näher an die Mitte gehen. Das heißt, die Mitte auch füllen. Und das andere ist, wenn ich ja jeweils im 90-Grad-Winkel gehe, kann ich auch mit Stempeln einen kompletten Hintergrund gestalten. Und das funktioniert auch nur mit dem anderen Teil, weil ich eben da aus der Mitte aus anfange und das würde mir hier fehlen, weil ich kann hier nichts machen. Da ist das Rad und da kann ich nicht stempeln. Von dem her sind das zwei Sachen, wo ich mich schon freue, wenn dann das Tool es in die Schweiz schafft. Jo, aber das ist natürlich auch massiv teurer als das hier jetzt von dem her. Ja, also ist nicht so, dass das schlecht ist. Wirklich, wenn ihr solche Sachen machen wollt, ihr seht, das funktioniert wirklich einwandfrei und wunderbar. Rentiert für mich auf jeden Fall so eins zu kaufen, aber eben ich will das andere Tool auch noch haben und das ist dann durchaus ein bisschen teuer. Aber da kommen wir dann dazu, wenn es hier ist. Ja, und ich hoffe, dass das hilfreich für euch war und dass ihr da selber auch Lust habt, sowas mal auszuprobieren. Ich kann es wirklich empfehlen. Und natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ja, ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! You know